Es gibt eine Baustelle, an der du jeden Tag vorbeigehst. Und irgendwann fällt dir auf, dass der Kran höher steht als gestern. Nicht ein bisschen. 4 Meter. Manchmal 16. Du hast keinen zweiten Kran gesehen, der ihn verlängert hätte. Kein Hubschrauber war da. Zwischen gestern Abend und heute Morgen ist dieses Ding von allein gewachsen. Und die meisten Leute denken an dieser Stelle: der Kran baut sich selbst auf. Das ist falsch. Aufgebaut hat ihn ein Autokran, in einem Tag mit einem Team von Monteuren. Was er allein kann, ist etwas anderes. Er kann wachsen. Und um zu wachsen, muss er etwas tun, das jede Statik eigentlich verbietet. Er öffnet seinen eigenen Turm. Für ein paar Minuten steht der komplette Oberbau, das Drehwerk, die Kabine, der ganze Ausleger nicht mehr auf dem Turm. Er hängt in einer Hilfskonstruktion aus Stahl und Hydraulik, die ihn hält, bis das nächste Stück drin ist. In diesen Minuten ist ein Turmdrehkran verwundbarer als in jeder anderen Sekunde seines Lebens. Am 15. März 2008 ist in Manhattan genau in dieser Phase etwas gerissen, das nicht hätte reißen dürfen. 7 Menschen starben. Wir sehen uns an, wie ein Kran sich selbst hochzieht, warum er freistehend irgendwann nicht mehr weiterkommt, was in New York wirklich versagt hat, und wie am Ende der letzte Kran vom Dach eines Hochhauses verschwindet. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir klären, warum die Idee des Wachsens genauso alt ist wie der Turmdrehkran selbst. Wir analysieren den Klettervorgang Schritt für Schritt mit den Kräften, die dabei umgelenkt werden. Und wir sehen uns eine Laboruntersuchung an, die zeigt, dass eine 7-fache Sicherheit auf dem Papier in Wirklichkeit keine war. Wenn du wissen willst, wie so etwas funktioniert, abonniere jetzt den Kanal. Auf der Leipziger Messe steht im Jahr 1913 eine Maschine, die die Maschinenfabrik Julius Wolf und Kompanie aus Heilbronn mitgebracht hat. Konstruiert hat sie ein Ingenieur namens Göbel. Sie bekommt eine Goldmedaille. Das Ding hat ein Portal, ein festes Maschinenhaus und einen festen Turm. Oben auf diesem Turm dreht sich ein Nadelausleger. Heute nennt man diese Bauform einen Obendreher und sie ist bis jetzt der Regelfall geblieben. Der Grund dafür ist keine Nostalgie, sondern Statik. Wenn das Drehwerk oben sitzt, muss der Turm nur 2 Dinge aushalten: Druck von oben und ein Biegemoment. Er muss sich nicht selbst mitdrehen. Interessant ist aber etwas anderes an diesem Kran von 1913. Sein Turm war von Anfang an so gebaut, dass man ihn mit weiteren Turmelementen erhöhen konnte. Die Idee, dass ein Kran im Lauf einer Baustelle mitwächst, ist also nicht später dazugekommen. Sie steckt schon im allerersten modernen Turmdrehkran drin. Was damals fehlte, war die Kraft, diesen Turm zu erhöhen, ohne ihn vorher abzubauen. Ein Turmdrehkran, der einfach nur auf seinem Fundament steht, kommt je nach Bauart auf ungefähr 30 bis 80 Meter. Der höchste freistehende Baukran, der in Deutschland bisher aufgestellt wurde, kam auf 130 Meter. Das ist ein Einzelfall und kein Normalwert. Jetzt vermutet man leicht, dass irgendwann der Stahl des Turms nicht mehr mitmacht. Genau das ist es nicht. Das Problem sitzt ganz unten. Ein freistehender Kranturm ist ein eingespannter Kragarm. Alles, was der Ausleger oben tut, erzeugt unten am Fuß ein Moment. Und dieses Moment wächst mit jedem Meter Turmhöhe weiter an, selbst wenn die Last am Haken gleich bleibt. Dagegen gibt es 2 Mittel. Und Kranstatiker rechnen mit dem einen oder dem anderen. Entweder man legt Zentralballast auf die Basis, also Betonblöcke am Turmfuß. Dabei gilt: je größer die Basis, desto weniger Ballast braucht man. Wie viel das in der Praxis bedeutet, steht in jedem Datenblatt. Ein Wolf 5014 City, ein Kran der mittleren Klasse, hebt maximal 6 Tonnen und reicht bis 50 Meter Ausladung. Sein Gegengewicht besteht nicht aus einem Block, sondern aus einzelnen Betonsteinen und jeder davon wiegt 1800 Kilogramm. Das Gegengewicht ist also selbst eine Last, die erst einmal nach oben muss, bevor der Kran irgendetwas anderes heben darf. Oder man verankert den Turm im Betonfundament auf Zug mit Fundamentankern. Diese Anker werden einbetoniert. Wenn die Baustelle fertig ist, holt sie niemand mehr heraus. Man brennt sie oben ab und lässt sie für immer im Fundament stecken. Um über die freistehende Höhe hinauszukommen, bekommt der Kran ein Kletterwerk. Das ist ein Rahmen aus Stahl, der den Turm umschließt und an ihm entlang gleiten kann. In diesem Rahmen sitzen Hydraulikzylinder. Der Ablauf ist erstaunlich handwerklich. Die Klettertraverse setzt sich auf einem Kletterverband des Turmstücks ab. Dann fahren die Zylinder aus und drücken das gesamte Kranoberteil nach oben. Der Stützschuh gleitet dabei am Turm entlang oder wird zurückgezogen. Ist der Hub zu Ende, setzt man das Kranoberteil auf dem Stützschuh ab und die Zylinder fahren wieder ein. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrfach. Er hört erst auf, wenn zwischen Kranoberteil und Turm genau so viel Platz ist, dass ein ganzer Turmschuss hineinpasst. Und jetzt kommt der Teil, der bei Zuschauern zuverlässig für Verwirrung sorgt.
Dieser Turmschuss wird nicht von außen eingeschoben. Er hängt am Haken des Krans selbst. Die Maschine hebt ihr eigenes nächstes Bauteil in die Lücke, die sie sich gerade selbst aufgemacht hat. Ein solcher Schuss ist bei gängigen Bauarten 4 Meter hoch. Damit lässt sich ausrechnen, was so ein Kletterwerk über eine Baustelle hinweg leistet. Ein Kran, der von 76 Metern auf 144 Meter kommen soll, braucht 17 zusätzliche Turmschüsse. Die holt sich niemand einzeln. Geklettert wird in Etappen und eine Etappe umfasst mehrere Schüsse hintereinander. Der Kran, von dem gleich die Rede sein wird, hatte an seinem letzten Tag 4 Stück auf einmal eingebaut. 16 Meter in einer einzigen Sitzung. Es gibt 2 Arten, das zu tun. Der Regelfall ist der außen kletternde Kran. Er bleibt auf seinem Fundament stehen, wächst oben Stück für Stück weiter und wird, sobald er zu hoch für sich selbst wird, seitlich am Rohbau verankert. Diese Verankerung ist der eigentliche Trick. Ab da trägt das Gebäude einen Teil der Kräfte mit und der Turm ist kein freistehender Kragarm mehr, sondern ein Träger auf mehreren Stützen. Erst dadurch sind Hakenhöhen von über 200 Metern überhaupt möglich. Entscheidend ist dabei nicht die Gesamthöhe des Turms, sondern das freie Stück über der obersten Verankerung. Nur dieses Stück verhält sich noch wie ein Kragarm. Solange es kurz bleibt, ist es fast egal, wie viel Turm darunter steht. Deshalb wandern die Anker mit. Alle paar Geschosse kommt ein neuer dazu und der Kran bleibt gewissermaßen immer gleich kurz. Die zweite Bauart ist der innenkletternde Kran. Der steht nicht neben dem Haus, sondern mittendrin, meistens in einem Aufzugsschacht. Er stützt sich auf die fertigen Geschosse und klettert mit dem Rohbau etagenweise nach oben. Merkt ihr eine Zahl für später. So ein Innenkletterer steckt nur 2 bis 3 Geschosse tief im Schacht. Der Rest ragt frei nach oben. Beide Bauarten haben denselben verwundbaren Punkt. Es ist nicht der Turm und es ist nicht der Haken. Es ist die Verbindung zwischen Kran und Gebäude. Und an genau dieser Verbindung ist in New York alles zusammengebrochen. 303 East 51st Street, Manhattan, 15. März 2008. Hier entsteht ein Wohnhochhaus mit 43 Geschossen aus Ortbeton. Der Kran ist ein Favel Fafco M440E, ungefähr ein Jahr alt. Sein Turm steht zu diesem Zeitpunkt 76 Meter hoch. Fertig ausgebaut sollte er einmal 144 Meter erreichen. Der Ausleger misst 37 Meter, die Turmmitte steht knapp 7 Meter von der Fassade entfernt. Eine Stunde vorher ist der Kran geklettert. 4 zusätzliche Turmschüsse. Der Vorgang lief ohne jede gemeldete Störung. Jetzt, am frühen Nachmittag, sind Arbeiter dabei, die seitlichen Ankerträger auf Höhe des 18. Geschosses einzubauen. Also genau die Verbindung, die den Turm ab hier ans Gebäude hängt. Das Bauteil, um das es geht, heißt Ankerkragen. Ein Stahlrahmen, der den Turm umschließt, in 2 Hälften angeliefert und vor Ort verschraubt. Er wiegt gut 5 Tonnen. Und während er ausgerichtet wird, hängt er an 4 Rundschlingen aus Polyester. 5 Zentimeter breit, knapp 2 Meter lang, im Würgegang um die Turmstiele gelegt. Auf dem Papier war das reichlich dimensioniert. Jede dieser Schlingen darf im Würgegang gut 2 Tonnen tragen. Bei einem üblichen Sicherheitsfaktor von 4 bedeutet das eine rechnerische Bruchlast von gut 9 Tonnen pro Stück. 4 Schlingen, ein Kragen von gut 5 Tonnen. Wenn alle 4 gleichmäßig tragen, liegt die Sicherheit bei etwa dem 7-fachen. Es gab nur ein Detail. Keine einzige Schlinge hatte einen Kantenschutz. Sie lagen in der V-förmigen Kerbe zwischen dem Flansch eines Turmstiels und der Diagonalstrebe daneben. Also über 2 scharfen Stahlkanten gleichzeitig. Die amerikanische Arbeitsschutzbehörde ließ das später an der Lehigh University nachstellen. Man mietete ein Originalstück Kranturm, spannte 12 Schlingen genauso ein, wie sie am Bau gelegen hatten, und zog daran, bis sie rissen. Sie hielten nicht 9 Tonnen. Unter ruhender Last versagten sie bei gut 3 Tonnen. Bei schnell aufgebrachter Last bei 4 bis 4,5. Aus dem 7-fachen war in Wirklichkeit ein knapp Doppeltes geworden und das nur, solange sich die Last sauber auf alle 4 verteilt. Der Test brachte noch etwas hervor. Kurz bevor eine Schlinge riss, machte sie knallende Geräusche. Genau solche Geräusche hatten die Arbeiter auf der Baustelle beschrieben, bevor der Kragen fiel. Alle 4 Schlingen rissen. Der Kragen stürzte am Turm nach unten, traf den Kragen am 9. Geschoss und zerstörte dessen Anschluss. Damit war der Turm über seine ganze Höhe ohne seitliche Halterung. 6 Bauarbeiter starben. Eine Frau in einem Nachbargebäude ebenfalls. Ein Turmdrehkran wird nicht nur durch Lasten belastet, sondern durch Wind und der schert sich nicht um Feierabend. Ab 15 Metern pro Sekunde, also rund 54 Kilometern pro Stunde, wird der Betrieb eingestellt. Die Herstellergrenzen für die endgültige Außerbetriebnahme liegen je nach Kran bei Windstärke 6 bis 8, also etwa 45 bis 70 Kilometern pro Stunde. Und dann,
passiert etwas, das viele für einen Defekt halten. Der Kranführer öffnet die Schwenkwerkbremse. Absichtlich. Ein Kran, der sich nachts im Sturm dreht, ist nicht kaputt. Er ist gesichert. Man nennt das Windfreistellung. Denn ein festgebremster Ausleger steht quer im Wind und bietet die volle Fläche. Ein freigegebener Ausleger dreht sich von allein in die Windrichtung wie eine Wetterfahne und zeigt nur noch seine Schmalseite. Der gefährliche Kran ist also der, der stillsteht. Zum Menschen dort oben. Einen Aufzug hat so ein Turm in aller Regel nicht. Der Aufstieg zur Kabine dauert 20 bis 30 Minuten, über Leitern, jeden Morgen. Ein Kranführer, der in Hamburg auf 108 Metern arbeitete, hat beschrieben, was passiert, wenn er eine schwere Last zu schnell absetzt. Seine Kabine schwingt dann bis zu 3 Meter hin und her. Bleiben 2 verbreitete Annahmen. Die erste kennst du schon aus dem Anfang. Der große Turmdrehkran baut sich nicht selbst auf. Selbstaufbauend sind ausschließlich die kleinen Schnellmontagekrane, die ihren Mast teleskopieren und ihren gefalteten Ausleger hydraulisch aufklappen. Der große Obendreher kann wachsen, aber nicht entstehen. Die zweite Annahme ist die mit dem Hubschrauber. Es gibt Fälle, in denen tatsächlich ein Lastenhubschrauber die letzten Teile von einem Dach holt. Der Regelfall ist das nicht, weil es teuer ist und vom Wetter abhängt. Die eigentliche Antwort steckt in der Zahl aus Teil 6. Ein innenkletternder Kran ragt zwar hoch über das Haus hinaus, aber er steckt nur 2 bis 3 Geschosse tief im Kletterschacht. Alles darüber ist Turm, und Turmschüsse lassen sich in der umgekehrten Reihenfolge wieder herausnehmen, in der sie hineingekommen sind. Am Ende bleibt ein kurzer Stummel auf dem Dach. Den zerlegt ein zweiter, deutlich kleinerer Kran, der oben aufgebaut wird. Und wenn der fertig ist, ist er klein genug, dass seine Teile nach unten transportiert werden können. Der Kran verschwindet also nicht. Er schrumpft, bis er in einen Aufzug passt. Wie groß das Ganze werden kann, zeigt ein Blick auf die Spitze. Der größte Obendreher der Welt trägt eine Nennleistung von 12.000 Metertonnen und hebt maximal 450 Tonnen. Ein Kroll K 10.000, ein Undendreher, schafft 120 Tonnen bei 82 Metern Ausladung. Welche Baustelle beobachtest du gerade, ohne zu wissen, wie hoch ihr Kran am Ende steht? Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.